Und manchmal ist es umso wichtiger, diese Geschichten zu erzählen, um für sich selber irgendwie klarzukommen, um darauf aufmerksam zu machen und um vielleicht auch andere Menschen mitzunehmen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und ihnen zumindest das Gefühl geben zu können, dass, was immer auch ihre Situation ist, dass sie nicht alleine sind. Ich hätte niemals gedacht, als ich dieses Video aufgenommen habe, mit dem Ziel, das nächste Video unbequem und unnötig zu machen, dass ich heute diese Geschichte erzählen werde. Aber erstmal, hi, mein Name ist Matt und ich lebe mit meinem Mann, meinen 3 Katzen und unserem Hund Esmeralda in Mexiko. Und ich spreche in diesem Format über unbequeme, aber sehr nötige Dinge. Und es wird heute um Abschiedsschmerz und Trauer gehen. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht nicht direkt das nächste Thema ist. Aber wie ich schon gesagt habe, manchmal schreibt das Leben Geschichten und wir haben leider nicht die Feder in der Hand. Vielleicht hast du es auch jetzt gerade schon gehört in meiner Einleitung. Ich habe gesagt, ich habe 3 Katzen, wir haben 3 Katzen. Wenn du die letzten Videos von mir gesehen hast, dann wirst du wissen, dass es bis vor kurzem 6 Katzen waren. Aber wir haben hier ganz, ganz furchtbare letzte Wochen gehabt, sowohl innerhalb unserer kleinen Familie als auch ich nochmal in meiner Familie. Es wird in dieser Folge um sehr viel Verlust gehen, um sehr viel Trauer gehen, um das Thema Tod gehen und auch um ein kontroverses Thema in Bezug auf Tod. Deswegen möchte ich vorneweg sagen, wenn du dich gerade in einer Situation befindest, in der du vielleicht emotional nicht ganz stabil bist, dann bitte ich dich, dir gut zu überlegen, ob du dieses Video anschauen möchtest und wenn ja, ob es vielleicht eine gute Idee ist, es gemeinsam mit jemandem anzuschauen, der gegebenenfalls für dich da sein kann. Das wäre mir ganz, ganz wichtig zu Anfang. Und ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Am besten von vorne. Das Jahr hat richtig gut gestartet. Ich hatte sehr viel Stress im letzten Jahr. Das Jahr hat nicht so gut geendet. Ich habe dann ein Fasten begonnen und bin mit richtig, richtig viel Energie und einem guten Gefühl in das neue Jahr gestartet. Ich habe ganz viel Erkenntnisse über das Fasten für mich sammeln dürfen und war extrem motiviert, das alles in die Tat umzusetzen. Ich habe dann Mitte Januar einen Anruf bekommen aus Deutschland und mir wurde mitgeteilt, dass mein Opa eine Entscheidung getroffen hat, von der ich wusste, dass sie aussteht und dass es irgendwann passieren kann. Aber dass es dann tatsächlich passiert, ist nochmal eine andere Hausnummer gewesen. Kurz nachdem ich diesen Anruf bekommen habe, ist unsere Katze krank geworden. Eine von den kleinen Babykatzen. Also Katzenkinder, sie sind ja keine Babys mehr, aber unsere Nachwuchskatzen. Und 5 Tage später ist sie gestorben. Und während wir um ihr Leben gebangt haben, weil sie dann irgendwann in der Tierklinik war und am Tropf hing und es ihr wirklich, wirklich schlecht ging, sind nach und nach alle anderen Katzen zu Hause auch krank geworden. Wir wussten nicht, was es ist. Es standen ganz viele verschiedene Sachen im Raum. Wir hatten richtig große Angst, weil wir einfach null Plan hatten, was es alles sein könnte. Und es war furchtbar, diese Katzen so zu sehen. Es ging rapide, schnell bergab. Es war kaum möglich, irgendwie eine Besserung überhaupt in Aussicht zu haben. Und es sind innerhalb von einer Woche 3 Katzen gestorben. Inzwischen wissen wir auch, was es war. Und es ist ein Virus gewesen, der hier dieses Jahr extrem durchgewütet hat. Und es gibt gegen diesen Virus weder eine Impfung, die wir hätten verabreichen können, noch eine konkrete Behandlung, sondern es ist ein Virus, der das Immunsystem schwächt und dann anderen Krankheiten oder Erregern die Türe öffnet. Das heißt, diese Katzen sind auch nicht an dem Virus gestorben, sondern an anderen Erregern, die durch den Virus eben das geschwächte Immunsystem noch mehr schwächen konnten und letztendlich gewonnen haben.
Es war extrem hart auch aus dem Grund, weil einen Tag nachdem die letzte Katze gestorben ist, mein Opa entschieden hat, assistierten Suizid zu begehen. Nicht aus dem Grund, weil er krank war oder weil er bald gestorben wäre, sondern aus dem Grund, weil er keine Lust mehr hatte zu leben, um es mal runterzubrechen. Ich wusste davon, ich wusste, dass er diesen Gedanken hat. Das ist auch was, was schon sehr lange immer wieder im Raum stand. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit ihm darüber geführt. Mein Opa und ich hatten eine sehr besondere Beziehung und auch eine sehr enge Beziehung. Ich habe unendlich viele Dinge von meinem Opa gelernt. Ich habe ihn immer als sehr wichtige Bezugsperson in meinem Leben gesehen und ich habe bis zum Schluss regelmäßig mit ihm gesprochen. Wir haben sehr viel über Politik, über Geschichte, über Gesellschaftliches, über Soziales, über Entwicklungen in der Welt, über alles Mögliche gesprochen. Mein Opa hatte ein sehr großes Wissen, er hat mir sehr viel beibringen können, mir sehr viel erklären können und es war einfach hart. Es war einfach wirklich hart, dass ich in bisschen mehr als einer Woche so viele, so große Verluste erleiden musste. Das Ganze ist jetzt 2 Wochen her, ein bisschen mehr als 2 Wochen. Ich bin mittlerweile ein bisschen zurück in der Normalität, aber die letzten 5 Wochen, 4 Wochen waren ein absoluter Fiebertraum. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in der Lage bin, so viel Schmerz auszuhalten und zu ertragen und trotzdem weiterleben kann. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie wichtig es ist, über solche Dinge zu sprechen. Sowohl für mich als auch für andere Menschen. Sei das jetzt das Thema Trauer, das Thema Schmerz, das Thema Verlust, das Thema Loslassen, dann auch eben ganz speziell in Bezug auf diese sehr persönlichen Situationen, die das jetzt bei mir waren, wie assistierter Suizid, Euthanasie und gleichzeitig auf der anderen Seite diese sehr jungen Katzen, die einfach ausradiert worden sind, mal kurz. Und es war so ein Vakuum, das sich da aufgetan hat und es mich einfach komplett verschluckt hat und es mir jegliche Kontrolle entrissen hat. Kontrolle in Anführungszeichen, weil natürlich ist mir klar, dass wir sehr wenig bis gar nichts kontrollieren können in diesem Leben. Aber da war wirklich kompletter Kontrollverlust. Ich fand es dieses Mal spannend, diese ganzen Emotionen auf die Art und Weise zu fühlen, wie ich das getan habe, was vermutlich auch mit daran lag, dass ich mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit mir, meinen Emotionen und meinen Gefühlen auseinandergesetzt habe und auch sehr bewusst Dinge benennen kann, auf Dinge eingehen kann und meinen Körper spüre. Weil ich habe auch früher schon Sachen erlebt, die unschön waren oder auch sehr, sehr schlimme Dinge. Aber ich würde sagen, dass ich zu diesen Zeitpunkten sehr wenig bis gar nicht mit mir und meinem Körper verbunden war und einfach gar nicht in der Lage war, auch zu spüren, was es mit mir gemacht hat in den Momenten. Und dieses Mal habe ich aber alles gespürt. Und es hat mich an den Rande des Wahnsinns getrieben, weil ich so richtig bewusst wahrnehmen konnte, wie mein Hirn und mein Verstand versuchen, Erklärungen zu finden für Dinge, für die es keine Erklärung gibt. Und da bin ich an Orte in meinem Kopf gekommen, da sind Ängste hochgekommen in mir, wie ich sie noch nie in meinem Leben gespürt habe. Ich hatte seit mehreren Jahren wieder sehr heftige Panikattacken. Ich hatte Todesängste. Ich hatte mehrere Momente, wo ich dachte, jetzt passiert mir was richtig Schlimmes. Und in dem Moment habe ich einfach auch gedacht, dass es real ist. Ich kann jetzt im Nachhinein rückblickend sagen, dass es der ganz extreme Versuch war, über irgendwas Kontrolle zu behalten, indem ich eine Erklärung für eine dieser Dinge finde. Was natürlich nicht möglich ist, weil dafür gibt es keine Erklärungen. Und selbst wenn, spielt es keine Rolle, weil es niemanden wieder lebendig macht und es nichts an der Situation ändert, sondern es ging und geht darum,
mich mit diesen Emotionen und Gefühlen und Gedanken, die da auch aufkommen, auseinanderzusetzen. Warum es mir so wichtig ist, darüber zu sprechen, ist gar nicht, um zu hören, dass es total schlimm ist oder dass es Menschen leid tut, weil ich weiß, dass es sehr schlimm ist und ich weiß auch, dass es Menschen unendlich leid tut. Ich möchte darüber sprechen, weil so viele Dinge gleichzeitig da sind und ich in einer sehr kurzen Zeit sehr intensiv lernen durfte, am eigenen Leib erfahren durfte, wie viel wir halten können, zu was wir in der Lage sind, wie viel Schönheit auch trotzdem immer in Dingen zu finden ist, ohne dass ich daran irgendwas schön reden möchte, weil bei Gott, es war alles außer schön. Und auch so ein bisschen darüber sprechen, dass sehr viele Dinge gleichzeitig existieren können und dass auch trotz sehr vieler unangenehmer und in Anführungszeichen negativer Gefühle und Emotionen trotzdem auch sehr viel Schönes und Positives da sein kann, da sein darf und in irgendeiner Form auch da sein sollte. Weil das ist das, was in solchen Momenten dafür sorgt, nicht durchzudrehen. In allererster Linie finde ich das, was mir passiert ist, richtig, richtig unfair. Und zum einen finde ich es persönlich unfair, weil es ist einfach scheiße, solche Verluste zu erfahren, solche Momente durchleben zu müssen. Mal abgesehen von der Tatsache, dass diese 3 Katzen und mein Opa gestorben sind, war es einfach auch dieses Wie. Diese 2 Wochen, in denen oder die eine Woche, in der die Katzen krank waren. Ich glaube, es waren 2 Wochen. Ich kann mich gerade nicht mehr genau dran erinnern, weil einfach alles eine Suppe in meinem Kopf ist, die ich erstmal noch ein bisschen sortieren und ausklamüsern darf. Aber das hat auch noch eine ganze Weile Zeit. Aber es war, wie ich vorhin schon gesagt habe, es war ein Fiebertraum. Ich habe zwischendurch mehrmals gedacht, das ist einfach gerade ein Albtraum, aus dem ich gleich wieder aufwache. Und der schlimmste Moment war zu bemerken, es ist kein Albtraum, sondern es ist aktuell meine Realität und mein Leben. Und diese aktuelle Realität und mein aktuelles Leben werden sich ab diesem Zeitpunkt für immer verändern, weil es wird danach nicht mehr so sein, wie es war. Und diese Erkenntnis war sehr, sehr, sehr schmerzhaft und hat mich auch sehr wütend gemacht, weil ich mich gefühlt habe, als würde ich bestraft werden, weil ich mich gefragt habe, warum schon wieder ich, warum unsere Katzen, warum dies, warum das. Es war ein so großes Warum über meinem Kopf geschwebt, diese ganze Zeit. Und auf dieses Warum gab's und gibt's keine Antwort. Beziehungsweise es gibt eine Antwort und die heißt, das ist das Leben. So funktioniert das Leben. Und die Tiefe der Gefühle und Emotionen habe ich dann in den 2, 3 Wochen, in denen das alles passiert ist, erfahren, gespürt. Und die Erfahrung und das Spüren ist auch nach wie vor noch da. Es ist nicht mehr ganz so intensiv. Es ist jetzt eher in Wellen. Und es verändert sich auch jeden Tag. Im letzten Video habe ich über Wut gesprochen. Und Wut ist für mich, ich habe es ja auch erwähnt, Wut ist für mich was, womit ich irgendwo klarkomme. Ich war immer sehr wütend und ich finde, Wut ist sehr, sehr wichtig und richtig. Aber diese Art von Wut, die ich in dieser Zeit entwickelt habe, war mir auch neu und unbekannt. Und diese Wut war vor allem da, um sehr viel Traurigkeit zu überdecken, weil ich mich so hilflos gefühlt habe und so ausgeliefert und so machtlos und einfach nur furchtbar. Es war einfach nur furchtbar. Ich war wütend, dass meine jungen, 1,5-jährigen Katzenkinder einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, aus dem Leben radiert worden sind, während mein Opa freiwillig entscheidet, nicht mehr leben zu wollen. Was ich ihm zum Vorwurf mache und gleichzeitig auch nicht. Ich habe sehr viel Verständnis für die Situation von meinem Opa gehabt. Und in dem Moment ist es aber alles in Unverständnis gekippt.
und in Enttäuschung, nicht also nicht von einer Person enttäuscht oder so, sondern enttäuscht vom Leben, enttäuscht von dieser Entwicklung, enttäuscht von dem, an was ich glaube, wie das Leben funktioniert. Und dazu kam extrem viel Traurigkeit. Traurigkeit über den Verlust, Traurigkeit darüber, dass ich gar keine Zeit hatte, den Verlust zu betrauern, weil so viel passiert ist. Traurigkeit darüber, dass ich mich weder von meinen Katzen richtig verabschieden konnte, noch von meinem Opa richtig verabschieden konnte, weil ich bin in Mexiko und mein Opa war in Deutschland. Ich hätte nach Deutschland fliegen können, aber dann hätte ich meine kranken Katzen alleine gelassen. Ich musste mich entscheiden zwischen meiner Familie, die ich hier habe, und der Familie, die ich in Deutschland habe. Ich musste Prioritäten setzen, obwohl alles Priorität hatte. Ich musste mich komplett zurückstellen, was völlig in Ordnung ist, obwohl es nicht der Zeitpunkt gewesen wäre, um mich zurückstellen zu können, weil es mich jetzt körperlich und auch emotional in einen Zustand versetzt hat, der alles andere als gut ist. Ich habe in den letzten paar Wochen sehr viel Gewicht verloren. Es war extrem viel Stress, Überwältigung, sehr wenig Schlaf, sehr wenig auch Selbstfürsorge, die überhaupt möglich war in Form von beispielsweise regelmäßig Essen, weil wir zwischen Arbeit, 5 kranken Katzen versorgen und mich darauf vorzubereiten, dass mein Opa gehen wird, irgendwie versucht habe zu überleben. Es war quasi unmöglich, mich beieinander zu halten und gleichzeitig musste ich mich beieinander halten. Aber es war ein komplettes Funktionieren und ein danach in ein sehr großes Loch fallen, weil Funktionieren einfach nicht mehr geklappt hat. Dazu kam die Tatsache, dass wir sehr viel Hilfe in Anspruch nehmen mussten auf ganz vielen Ebenen, was für mich persönlich ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Gefühl ist, um Hilfe zu fragen. Ich war gezwungen, um Hilfe zu fragen. Oder wir waren gezwungen. Wir mussten sehr viele Entscheidungen treffen in kurzer Zeit, über die wir nicht richtig nachdenken oder sprechen konnten. Es war Überforderung. Es war sehr viel Druck. Es war sehr viel sofort oder gar nicht. Und am Ende hat es sich angefühlt, als wäre alles umsonst gewesen, weil keiner hat überlebt, wenn man es mal so nimmt. Diese Trauer, die danach gekommen ist, kam nicht sofort. Es ist so langsam über 2, 3 Tage in meinem Bewusstsein angekommen, weil es so surreal war, dass mein Verstand es einfach nicht mehr begriffen hat, während mein Körper komplett aufgegeben hat. Und jetzt bin ich gerade dabei, all das irgendwie zu sortieren, mich wieder aufzustellen, zu verarbeiten, über Dinge zu sprechen und weiterzumachen. Einfach weiterzumachen. Tag für Tag, Schritt für Schritt. Ganz langsam, aber stetig. Es dürfen sich noch mal ein paar Dinge verändern. Es werden sich auch noch mal ein paar Dinge verändern. Weil, wie ich es vorhin einmal angesprochen habe, hatte ich einen sehr heftigen Moment, in dem ich realisiert habe, dass unser Leben, wie wir es bis zu diesem Zeitpunkt gekannt haben, so nicht mehr existieren wird. Und das, was jetzt geblieben ist fürs Erste, war sehr viel Leere, sehr viel Stille, sehr viel Wut, Verzweiflung, Traurigkeit und eben Enttäuschung. Vor allem dieses Thema mit meinem Opa ist was, wo ich im Vorfeld dachte, dass ich durch viele Gespräche mit ihm, durch viele Gespräche auch mit meinem Ehemann, durch Gespräche mit anderen Menschen, die mir wichtig sind oder die ich da mit ins Boot geholt habe, auch irgendwo, war ich so überzeugt davon, dass es okay ist für mich. Weil ich bin fest der Meinung, dass das Bewerten und das Verurteilen von Entscheidungen anderer Menschen uns sehr wenig weiterbringt und dass es einfach oft darum geht, anzunehmen, dass Menschen andere Wahrheiten haben, andere Realitäten haben, dass Menschen Entscheidungen treffen, die man vielleicht selber nicht verstehen kann,
aber dass der Grundsatz Verbindung und irgendwo auch Liebe und Akzeptanz da sein darf. Ich habe aber gemerkt jetzt auch, dass man sich auf sowas nicht vorbereiten kann und dass man auch nicht vorher sagen kann, dass man, oder ich für mich zumindest, dass ich also dass ich dachte, ich komme damit klar, weil ich wusste nicht, was das in mir auslösen wird. Und ich glaube, das ist auch gut, dass man sowas vorher nicht weiß. Es hat auf jeden Fall meine Perspektive auf sehr viele Dinge verändert und meine persönliche Haltung ist auch eine andere wie die Akzeptanz, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Und jetzt merke ich, dass sehr, sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig da sein können. Und dass es zum einen sehr schön ist und zum anderen unendlich anstrengend. Ich kann richtig viel von all dem noch gar nicht einordnen. Dadurch, dass ich einfach auch so weit weg bin, fühlt sich das alles total unwirklich an. Auch nicht mit meiner Familie gemeinsam trauern zu können. Momentan ist meine Schwester zu Besuch. Dementsprechend ist es zumindest ein Teil meiner Familie. Aber es ist halt natürlich was anderes, wie vor Ort zu sein. Gleichzeitig bin ich dankbar, dass ich nicht vor Ort bin, weil es würde keinen Unterschied machen. Trotzdem ist es so ein Gefühl von, ich weiß, dass es passiert ist, aber realisiert habe ich es noch nicht. Und es ist wirklich ein tägliches Auf und Ab zwischen sehr viel Trauer, sehr viel Schmerz, sehr viel Realisation nach und nach, was nicht mehr da sein wird, wenn ich das nächste Mal nach Deutschland komme, wer nicht mehr da sein wird. Es ist gleichzeitig auch aktuell sehr viel Wut über die Entscheidung, über den Fakt, dass es wirklich stattgefunden hat. Gleichzeitig ist so viel Liebe und Dankbarkeit auch da, dass ich so lange die Möglichkeit hatte, mit meinem Opa zu sprechen, dass wir so viel Zeit miteinander hatten, dass wir so eine wundervolle Beziehung auch großteils hatten, dass ich so viel von ihm lernen durfte, so viel mit ihm unterwegs sein durfte. Auch wir waren in gemeinsamen Urlauben. Wir haben ganz viele Dinge auch zusammen erlebt, die total außergewöhnlich waren, finde ich, für eine Großeltern-Enkelkind-Beziehung. Mein Opa war 2018 oder 2019 mit mir in der Hip-Hop-Kitchen, nachdem ich meine Bachelorarbeit über Deutschrap geschrieben habe. Und mein Opa hat mit Anfang 80 eine Hip-Hop-Veranstaltung mit mir besucht, weil ihm das wichtig war, zu verstehen, warum ich so sehr diese Musik liebe und Rap liebe und darüber eine Bachelorarbeit geschrieben hat. Dementsprechend ist es einfach, es sind sehr, sehr viele Erinnerungen und sehr viele wunderschöne Momente, für die ich unendlich dankbar bin. Und gleichzeitig ist eben auch so viel anderes da. Das alles in meinem Körper zu spüren, dem Raum zu geben, darüber zu sprechen, das auch zuzulassen, Wut zu empfinden beispielsweise oder andere Emotionen, die unangenehm sind zu empfinden, vor allem jemandem gegenüber, der nicht mehr auf dieser Erde ist irgendwie neu für mich und in der Intensität auch sehr anstrengend, finde ich. Ich bin gerade wenig in der Lage, einem normalen Alltag nachzugehen. Es fällt mir sehr schwer, weil alles furchtbar anstrengend ist und mich sehr viel Kraft und Energie kostet. Dadurch, dass ich auch so viel Gewicht verloren habe, ist es noch mal mehr anstrengender, weil mein Körper in einem Überlebensmodus ist. Ich hatte es anfangs kurz angesprochen, dass ich Ende letzten Jahres gefastet habe auch noch, was natürlich, ich hätte niemals gefastet, wenn ich gewusst hätte, dass ich danach all meine Energie und mein Fett brauche, um sowas zu überstehen. Und gleichzeitig ist über all dem, um jetzt auch mal nochmal rauszuzoomen, ist so viel Unterstützung da gewesen in dieser Zeit. So viele Menschen haben mit uns gelitten, haben
mit uns eingecheckt jeden Tag, haben uns nette Worte geschrieben, haben uns Sachen vorbeigebracht, haben uns Essen gebracht, haben uns mit anderen Dingen versorgt, die wir gebraucht haben. Oder sind einfach da gewesen, haben uns zugehört, haben mit uns geweint, haben mit uns getrauert, trauern immer noch mit uns. Menschen, die uns kennen, die unsere Katzen auch gekannt haben, beispielsweise Menschen, die meinen Opa gekannt haben, die mich kennen. Es ist so viel Verbindung und so viel Herzensmenschen um uns rum, die das alles mitgetragen haben auch. Und es war ein Support in einer Form, wie ich es auch noch nie erlebt habe. Und natürlich ist es super tragisch, dass, um sowas zu erfahren, sowas Schlimmes passieren muss. Auf der anderen Seite brauchen wir immer die Gegenteile, um das eine vom anderen unterscheiden zu können, um eins erkennen zu können. Es hat mich auch viel gelehrt, dass es okay ist, nach Hilfe zu fragen, dass es okay ist, schwach zu sein. Es hat mir sehr deutlich gezeigt, dass meine Illusion von ich habe alles im Griff wirklich eine Illusion ist, weil ich habe gar nichts im Griff. Und habe für mich einfach auch gemerkt, dass abgesehen von all diesen Sachen, dass ich ganz, ganz krass gegen mich selber gekämpft habe, die letzten 1,5, 2 Jahre. Ich kann es noch gar nicht weiter benennen, aber ich habe so ein bisschen aufgegeben vor 2 Wochen, aber nicht mich aufgegeben, sondern so ein Gedanken von mir aufgegeben, wer ich sein muss und wie ich sein muss und dass ich immer die Starke sein muss und dass ich immer diejenige sein muss, der man nichts anmerkt und die immer funktioniert und die schon alles im Griff hat und die immer noch ein Lächeln auf den Lippen hat und immer noch ein bisschen mehr und immer noch ein bisschen drüber und immer noch ein bisschen weiter. Weil geht ja schon. Und ich habe jetzt gemerkt, dass eigentlich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so viel ging. Und ich mich gepusht und gepusht und gepusht habe und mein Achtsamkeitsthema, was ja ein großes Thema ist in meinem Leben, verloren habe irgendwo auch auf eine Art und Weise. Da bin ich jetzt gerade dabei, so ein bisschen auf Null wieder anzufangen und mit sehr viel Ehrlichkeit daran zu gehen, mit sehr viel Reflexion auch daran zu gehen, mit mir zu sitzen, mit diesen Gefühlen und Emotionen zu sitzen, zu lernen, dass all diese Dinge da sein dürfen, zu lernen, dass ich nichts im Griff haben muss, dass ich nach Hilfe fragen darf und dass manchmal Dinge passieren und es gibt einfach keinen Grund dafür. Das Warum wird sich wahrscheinlich nie beantworten. Wenn doch, dann ist es vielleicht hilfreich, aber am Ende macht es nichts ungeschehen. Und irgendwo darf ich lernen, damit umzugehen, meinen Weg zu finden und mich neu auszurichten, neu zu sortieren, Veränderungen zuzulassen, weil es passiert. Die Veränderung kommt, ob wir wollen oder nicht. Und je mehr wir an Dingen festhalten, an Situationen, an Erinnerungen, an Menschen, an Orten, an Dingen, die uns gehören, desto schlimmer ist es, wenn es irgendwann weg ist. Und damit meine ich jetzt nicht, hör auf, Dinge lieb zu haben, um Gottes Willen, sondern damit meine ich, präsent zu sein. So oft es geht, präsent zu sein. Dankbar zu sein für die kleinen Momente. Dankbar zu sein für Gespräche, selbst für Auseinandersetzungen. Weil irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo es nicht mehr da ist. Was auch immer es ist. Und dann kommen eben diese unbequemen Dinge wie Trauer, Schmerz, Abschiedsschmerz. Es gibt nichts Schlimmeres als Abschiedsschmerz. Vor allem ein Abschied, der für immer ist. Und trotzdem bin ich da, bin am Leben und darf in eine ganz, ganz neue Richtung gehen. Vielleicht nicht ganz so neu, aber fürs Erste auf jeden Fall neu. Ich möchte mit dieser Folge, die wie auch die letzte sehr roh und ungefiltert
aufgenommen wird, in einem Moment, in dem ich sehr verletzlich bin, in dem ich mich sehr vulnerabel auch fühle, mit einem Thema, das natürlich auch extrem viel Angriffsfläche bietet. Andere Menschen dazu ermutigen, zu fühlen, ihre Gefühle zuzulassen, sich Unterstützung zu suchen, wenn sie die Unterstützung brauchen. Und da darf ich mich am allermeisten an der eigenen Nase packen, Dinge zu benennen, zu sagen, hey, ich fühle mich gerade so, hey, ich brauche bitte das, hey, kannst du mir bitte dabei helfen oder darf ich dich anrufen, um zu reden? Und ich möchte auch dazu ermutigen, diese Dinge, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, all diese unbequemen, unangenehmen Emotionen durchzufühlen und in ihrer ganzen Hässlichkeit und Ekelhaftigkeit und manchmal auch Grausamkeit zuzulassen und darin ein bisschen zu baden. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sowas zu fühlen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sowas zulassen zu können. Die Menschen, die über Dinge sprechen, über die vielleicht andere Menschen nicht sprechen oder die Dinge ausdrücken, die viele andere denken, aber sie vielleicht noch nicht sagen können oder wollen. Und gleichzeitig dürfen wir auch Acht geben auf unsere Mitmenschen und immer mal wieder einchecken, wachsam sein, achtsam sein. Wenn ich merke, hey, irgendwie geht es vielleicht jemandem gerade nicht so gut oder ich habe das Gefühl, jemand struggelt, mal nachzufragen oder einfach ein offenes Ohr oder eine Schulter zum Anlehnen anzubieten, in die Verbindung zu gehen und sich einander zuzuhören, weil gerade wie ich es vorhin auch gesagt habe, ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt mit meinem Opa über dieses unangenehme Thema. Und ich wollte anfangs diese Gespräche nicht führen, aber er war unbequem und hat immer wieder davon angefangen, bis ich mich irgendwann damit auseinandergesetzt habe. Und ich muss jetzt sagen, ich bin froh, dass ich mich damit schon eine Weile auseinandersetze, weil sonst hätte es mich wahrscheinlich noch krasser erwischt. Emotional, psychisch, körperlich, irgendwo auch. Und als letztes möchte ich dich nochmal dazu ermutigen, auf dich aufzupassen, liebevoll mit dir zu sein, geduldig mit dir zu sein und mit deinen Gefühlen, dir zu erlauben, auch ganz viele Dinge gleichzeitig da sein lassen zu können, ganz viele Emotionen gleichzeitig da sein lassen zu können und nicht zu sagen, ich darf jetzt keine Freude empfinden, weil ich gerade so traurig bin oder ich darf nicht wütend sein auf diese Person, weil sie ist ja tot. Doch, bin an manchen Tagen richtig wütend gerade auf ihn. Und das ist auch wichtig, weil es wäre ja komisch, wenn ich nicht wütend wäre, oder? Deswegen nimm dir deinen Raum, wenn du ihn brauchst. Mach die Dinge, die dir gut tun, wenn es dir vielleicht gerade selber nicht gut tut, wenn es dir gerade selber nicht gut geht. Frag nach Unterstützung, frag nach Hilfe. Und wenn du magst, schreib mir gerne in die Kommentare, was deine Gedanken dazu sind, zu dem, was ich heute erzählt habe, zu einem ganz anderen, ungeplanten Thema, was ich, wie gesagt, nicht gedacht hätte, als ich dieses Video aufgenommen habe, dass die Hälfte dieser Katzen nicht mehr da sein wird, wenn ich dieses Video veröffentliche. Ich vermisse sie furchtbar doll. Es ist so ruhig bei uns. Es wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern, bis sich das wieder eingependelt und normalisiert hat. Und gleichzeitig ist es auch schon wieder ein paar Tage her und wir haben weitergelebt und es sind ja trotzdem noch 3 Katzen und ein Hund da, die Liebe brauchen und die versorgt werden möchten und um die wir uns gerade extra doll kümmern. Aber dieses Leben ist manchmal schon einfach ziemlich wild und unberechenbar. Und manchmal sind Sachen unbequem und unnötig
und trotzdem halt auch nötig. Wenn du magst, gib mir gern einen Daumen hoch, lass mir einen Kommentar da, abonniere auch diesen Channel, wenn dich weiterhin interessiert, wie es bei uns weitergeht, was als nächstes für überraschende Emotionen in diesem Format besprochen werden oder vielleicht auch Themen. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal.